Die Morgendämmerung bricht über der Westküste Afrikas an und das glitzernde Wasser spiegelt das zarte Rosa des Morgenhimmels wider. 3 Fischer, Malik, Tamba und Joseph, bereiteten ihre Boote vor. Ihr Lachen vermischte sich mit dem Geräusch der Wellen, die um den Hafen plätscherten. Das alte Holzboot teilte das friedliche Wasser und trug die Hoffnung auf einen guten Angeltag weit draußen auf dem Meer in sich. Der Geruch von Meersalz, das Geräusch der Möwen und die ersten Sonnenstrahlen machten den Morgen für sie zu einem vertrauten Lied. Doch tief in diesem stillen Ozean kämpft ein Geschöpf zwischen Leben und Tod. Als das Boot vom Ufer ablegte, kniff Tamba plötzlich die Augen zusammen und zeigte auf ein seltsames Objekt, das in den Wellen trieb. Aus der Ferne sah es aus wie ein schwarzer Baumstamm oder ein großer Fischkadaver, der im kalten Wasser trieb. Malik startete den Motor und bremste ab, steuerte das Boot näher heran, um es zu überprüfen, während ein Gefühl der Unruhe in ihm aufstieg. Als er etwa 10 Meter entfernt war, rief Joseph entsetzt: „Es ist ein Leopard!" Sein Körper war durchnässt, sein Kopf mit Blut und Schlamm bedeckt, nur die Hälfte seines Körpers trieb schwach über dem Wasser. Ein Auge war zugeschwollen, das andere geschlossen, die Atmung war unregelmäßig, als würde sie mit jeder Welle kämpfen. Das Meerwasser färbte sich um seinen Hals rot und vermischte sich mit dem weißen Schaum, der wie ein verzweifelter Hilferuf dahintrieb. Malik und Tamba waren fassungslos, keiner von ihnen hätte sich jemals vorstellen können, in so salzigem Wasser einen Leoparden zu sehen. Josephs Stimme zitterte: „Unmöglich! Wie ist es hierher gekommen?" Malik antwortete nicht, sondern griff nur nach seinem Satellitentelefon, um die örtliche Küstenwache anzurufen. Das Rauschen der Wellen vermischte sich mit dem Piepen der Maschine und sorgte für eine drückende und angespannte Atmosphäre auf dem Boot. Über den Lautsprecher ertönte eine ernste Polizeistimme: „Es könnte ein Leopard sein, der Wildtierhändlern entkommen ist." Sie rieten den 3 Fischern, einen Sicherheitsabstand einzuhalten und auf das Rettungsteam zu warten, das in 30 Minuten zur Hilfe eintreffen würde. Doch Malik sah den Leoparden an, sah, wie sein Kopf sank und wieder aufstieg, und wie verzweifelt Wasser aus seinem Maul floss. Ein leises, heiseres Stöhnen ertönte, so schwach wie die letzte Bitte eines sterbenden Geschöpfs. Tamba senkte den Kopf, seine Stimme erstickte: „Wenn wir noch eine halbe Stunde warten, wird es sterben, Malik." Malik umklammerte das Lenkrad fest, der Seewind blies ihm heftig ins Gesicht und sein Herz kämpfte heftig zwischen Vernunft und Mitgefühl. Joseph befürchtete, wenn es auf das Boot gelangt, könnten wir unser Leben verlieren. Malik behielt das Tier im Auge, dessen feuchte Augen jede Warnung weit entfernt erscheinen ließen. „Ich kann es nicht ertragen, es sterben zu sehen", sagte er leise, seine Stimme zitterte, war aber fest. Die anderen beiden schwiegen, dann nickten sie einstimmig, die riskante Entscheidung war gefallen. Malik hatte eine Idee, er warf einen an einem Seil befestigten Rettungsring hinunter, an dem sich der Leopard festhalten konnte. Tamba machte schnell einen Knoten, Joseph ließ die Boje vorsichtig zu Wasser, das Seil trieb mit dem wellenförmigen Wasser. Der Leopard blickte auf die Boje und war sich offenbar seiner geringen Überlebenschance bewusst. Er versuchte, seine beiden Vorderbeine auszustrecken. Krallen gruben sich in das Seil, der schwere Körper zitterte, als er sich an die Boje klammerte, als klammerte er sich an sein letztes Leben. „Es klammert sich fest", rief Tamba, seine Augen leuchteten vor Hoffnung, und Malik richtete das Boot sofort so aus, dass es langsam auf das Ufer zusteuerte. Auf dem Meer wurde es windig, und jede starke Welle ließ die Boje in den weiten Gewässern heftig auf- und absteigen. Malik umklammerte das Lenkrad fest, hielt die Richtung konstant und murmelte vor sich hin: „Gib nicht auf. Du wirst überleben." Kaltes Wasser und starke Wellen spritzten ununterbrochen, der Leopard stöhnte leise, weigerte sich jedoch hartnäckig, loszulassen. Tamba blickte immer wieder nach hinten und sah, dass die Boje noch immer schwamm und sich mit ihren beiden Beinen noch immer festhielt. Eine große Welle kam, die Boje neigte sich heftig, alle hielten den Atem an, weil sie dachten, sie würde weggespült werden. Doch der Leopard ließ noch immer nicht los, seine Augen waren weit geöffnet und leuchteten mit einem wilden Strahl des Überlebens zwischen Leben und Tod. Joseph flüsterte unter Tränen: „Wenn es eine Seele hat, muss es uns danken."
Als das Boot anlegte, warteten Polizei und Rettungsteams auf der nassen Holzbrücke. Die 3 Fischer erzählten die ganze Geschichte mit schwerem Atem, ihre Hände zitterten noch immer vor Kälte und Erregung. Ein Rettungshelfer trat vor und schoss dem Leoparden mit einem Betäubungsgewehr gezielt in die Schulter. Er stöhnte leise und sank dann langsam auf den Schwimmkörper, sein Körper war schlaff, seine Atmung noch immer schwach. Das Team zog die Boje schnell näher heran und wickelte ihren Körper in ein dickes Tuch, um sie vor Kratzern zu schützen. Sie hoben das Tier auf ein Spezialfahrzeug mit Sicherheitskäfig und waren bereit, es zur Rangerstation zu bringen. Malik stand da und sah zu, seine Hände umklammerten die Rettungsleine, die noch immer mit Salzwasser und Blut befleckt war. Tamba sagte leise, wir haben gerade ein Lebewesen gerettet, das sonst im Ozean vergessen worden wäre. Das Auto rollte langsam vom Dock weg und hinterließ Reifenspuren im nassen Sand. Malik blickte zum Abendhimmel auf, seine Augen waren erfüllt von Erleichterung und tiefer Dankbarkeit. In der Rangerstation Mombasa eilten 2 Tierärzte Dr. Amina und Dr. Louis herbei, um die Notaufnahme vorzubereiten. Der Leopard wurde auf den Edelstahltisch gelegt, Wasser tropfte noch immer von seinem nassen Fell auf den kalten Boden. Sie reinigten die Wunde, desinfizierten jeden Riss und machten eine Ganzkörper-Röntgenaufnahme, um die inneren Organe zu untersuchen. Dr. Amina atmete erleichtert auf, keine Knochenbrüche, nur Erschöpfung und schwere Kratzer vom zu langen Schwimmen. Sie injizierten Schmerzmittel, Infusionen und Nährstoffe, um die körperliche Stärke wiederherzustellen. In dem stillen Raum war nur der gleichmäßige, schwache Schlag des Herzmonitors zu hören. Ein paar Stunden später öffnete der Leopard leicht die Augen, blinzelte leicht, sein Blick war stumpf, aber nicht mehr so verängstigt wie zuvor. Dr. Louis stellte die Schüssel mit Wasser und das Tablett mit weichem Fleisch in den Käfig. Es trank langsam ein paar Schlucke und legte sich dann hin. So stark, flüsterte Amina, ohne den Blick von der gequälten, aber überlebenden Kreatur abzuwenden. Malik wurde zu einem Besuch eingeladen, er stand hinter der Glasscheibe und beobachtete schweigend den auferstandenen Körper. Er konnte nicht glauben, dass das Wesen, das in dieser Nacht mitten im Meer getrieben war, nun friedlich und gleichmäßig atmend in einem hellen Raum lag. Dr. Louis lächelte, Sie haben mitten auf dem Ozean etwas getan, was sonst niemand wagt. Malik antwortete leise, niemand verdient es, allein mitten auf dem Meer zu sterben, nicht einmal ein wildes Tier. Sie tauschten bewundernde Blicke aus und verstummten dann, während sie dem Leoparden zuhörten, der sich in seinem friedlichen Schlaf sanft regte. 3 Tage später konnte der Leopard aufstehen, seine Beine waren fester, sein Fell war trocken und seine Augen leuchteten allmählich auf. Die Ranger beschlossen, es in ein halbwildes Gehege zu bringen, um ihm zu helfen, sich wieder an die Natur zu gewöhnen. Zuerst saß es ruhig in der Ecke, ließ die Ohren hängen und lauschte dem Wind und dem Zwitschern der Vögel in der Ferne. Dann trat es instinktiv hinaus und nahm den Geruch von trockenem Gras und feuchter Erde unter seinen Füßen wahr. Die Ranger beobachteten ihn aus der Ferne und sahen, dass seine Schritte stärker und selbstbewusster wurden. Dr. Amina lächelte, wir haben es dorthin zurückgelegt, wo es hingehört. Eine Woche später wurde der Leopard auf ein Spezialfahrzeug verladen und in das riesige Wildreservat Tsavo gefahren. Malik und die Ranger folgten ihm, sein Herz war seltsam aufgeregt, obwohl er wusste, dass die Trennung unvermeidlich war. Als das Auto mitten auf einem Feld aus goldenem Gras anhielt, öffneten sie die Käfigtür und Licht strömte herein. Der Leopard hob den Kopf, sah sich um und ging dann langsam hinaus, wobei jeder Schritt seine Spuren auf dem feuchten Boden hinterließ. Es drehte sich um, seine Augen waren nicht mehr von Angst erfüllt, sondern von tiefer Dankbarkeit und Freiheit. Malik sah zu und lächelte schwach im roten Nachmittagslicht, Freiheit ist das schönste Geschenk, das wir machen können. Der Leopard eilte über das weite Grasland, in den Wind, ins Licht und zurück in die Wildnis.